Eisenstadt ist weltweit bekannt, nicht nur durch das Wirken von Joseph Haydn, sondern auch für den Stammsitz des Europäischen Weinritterordens. Gegründet im Jahr 1984 von Alfred Rákóczi Tombor-Tintéra, der einem alten Patrizier- und Adelsgeschlecht entstammt und uns nun durch seine Heimatstadt führt. Wir befinden uns mitten in der Stadt Eisenstadt und hier ist besonders zu erwähnen, dass hier das älteste Haus oder einer der ältesten Häuser ist, springt vor, zentral am Platz zum Dreifaltigkeitssäule gehörend. Hier war einmal die Kaserne und hier war das alte Rathaus. Und erst wie Eisenstadt königliche Freistadt geworden ist, ist ein neues Rathaus errichtet worden. Nicht? Das Privileg, sich königliche Freistadt nennen zu dürfen, wurde nur wenigen zuteil. Eisenstadt erhielt dieses Recht 1648 durch Kaiser Ferdinand III. Nachdem wir jetzt vom Herrenhaus weggegangen sind, liegt gleich vis-à-vis vom Rathaus unser ehemaliges Wirtschaftshaus, was heute auch ein Geschäftshaus ist, wobei auch unser Wirtschaftshaus ebenso der Renaissance angehört, ganz klar sichtbar durch den mächtigen Erker. Wofür diente denn dieser Erker? Das ist eine sehr interessante oder moderne Frage. Das war im Mittelalter der Fernsehapparat, nicht? Die besonderen kleinen Fenster auf der Seite hat man sehr weit rauf und auf der anderen Seite runter gesehen und man wusste, wer wo hineingeht. Also war sehr interessant und man war immer über das Geschehen der Stadt im sozialen Bereich informiert. Bis 1972 war es Familienwohnsitz mit Weingut, wobei man sagen darf, mit diesen Geldern, mit der Weinwirtschaft wurde diese Stadt ausgebaut. Nicht? Und besonders war auch, dass bis in die 30er Jahre mein Großonkel hier als Haustier einen Rehbock hatte. Gehen wir schauen, ob es ihn noch gibt, ob er noch da ist. Heute ist im Ansitz der Familie die Verwaltung untergebracht und insgesamt 6 Honorarkonsulate. Und seit kurzem gibt es auch eine steirische Botschaft. Eine informelle Botschaft natürlich nur, aber dennoch wichtig als gesellschaftlicher Treffpunkt. Eröffnet wurde sie 2021 im Rahmen einer großen Feier mit viel burgenländischer und steirischer Prominenz. Hier im Innenhof befindet sich auch der Zugang zum Verwaltungssitz des Weinritterordens, dessen internationale Bezeichnung Ordo Equestris Vini Europae lautet. Seinen Ursprung hat er bereits im Mittelalter. Hier haben wir Herzog Otto der Fröhliche, der erste Ordensgründer 1333. Der einzige Herrscher Österreichs mit diesem Beinamen, mit diesem Attribut, Kraft seiner positiven Geisteshaltung zum Leben. Er hat die Liebe zum Wein und zu den Frauen gelebt und daher der Fröhliche. Und er war auch der erste Hippie in meinen Augen, weil seine Krone hat er mit der linken Hand berührt, aber in seinen Haaren war der Blumenkranz 700 Jahre vor uns. Das ist wirklich bemerkenswert. Die Konsulate verfügen über einen eigenen Eingang. Alfred Rákóczi Tombor-Tintéra ist der Doyen des Corps Consulär Burgenland. Diese Tafel, Palatinat, was bedeutet das? Ja, ist ein Teil unserer Familiengeschichte. Das Palatinat ist ein Adelsrang, der mit vielen Rechten verbunden ist. Und wir haben das sowohl von der Linie Rákóczi als auch von der Linie Tombor in unseren Urkunden verankert. Ja. Das Palatinat war auch in Ungarn die Stellvertretung des Königs und im Reich war es der Pfalzgraf. Also einer, der mit vielen Rechten des Königs ausgestattet war. Im Ansitz der Familie sind insgesamt 6 Honorarkonsulate untergebracht. Slowakei,
Nordmazedonien, Tunesien, Marokko, Ukraine und Rumänien. Somit ist es das wohl internationalste Gebäude Burgenlands. Es ist so, dass jeder Honorarkonsul einen Sitz braucht in der Landeshauptstadt und hier ist der Sitz des Honorarkonsuls der Republik Ukraine. Jetzt sind wir im Honorarkonsulat der Republik Rumänien und auch vom Königreich Marokko, was man sehr schön an der Flagge erkennt. So, jetzt sind wir hier im Honorarkonsulat von Nordmazedonien, wie die Flagge auch zeigt, und auch vom afrikanischen Staat Nordafrika, Tunesien. Und ein Konsulat fehlt noch und ich darf weiter bitten in das Honorarkonsulat der Slowakischen Republik, unser Nachbarstaat, wo ich die Ehre habe, dieses Amt auszuüben. Bitte schön. 2022 wurde Alfred Rákóczi Tombor-Tintéra sogar zum Generalkonsul der Slowakischen Republik ernannt. Ja, hier ist die Schaltzentrale, wenn man so sagen darf, in doppelter Hinsicht diplomatisch als Honorarkonsulat für unser Nachbarland mitten im Herzen Europas, die Slowakische Republik. Und dann unsere europäische Tätigkeit, wo wir hier sehen, das Europabanner, aber im Herzen Europa fehlt was und wir haben die Absicht, ein Europa in Schönheit zu machen, beizutragen und das heißt auch Europa eine Mitte geben und das ist durch dieses Kreuz symbolisiert. Da hinten steht der Gallus Pazis, soweit ich weiß. Der Gallus Pazis ist natürlich unser Friedensdenkmal, weil jeder Ritterorden dem Frieden zu dienen hat und wir haben hier nicht nur das Symbolik, die Plastik, sondern auch ein Modell für das Friedensdenkmal, welches wir in den verschiedensten europäischen Regionen errichten werden. Wer erhält so einen Preis? Bisher ist er nur einmal verliehen worden an Otto von Habsburg. Und hier sind zwei Familienbilder. Rechts mein Vater als Jäger und mein Onkel, sein Bruder, als Soldat. Ja, hier haben wir noch verschiedene Ehrenzeichen zum Orden und vielleicht hier zwei besondere Urkunden, Altes oder Neues Testament kann man fast sagen. Hier habe ich die Auszeichnung bekommen als päpstlicher Ritter und hier von der jüdischen Gemeinde in Bratislava ebenso. Da ist auch ein schöner Beleg über die Überkonfessionalität des Weinritterordens, die Objektivität zu den Konfessionen. Nicht? Alfred Rákóczi Tombor-Tintéra wurden schon viele Ehrungen zuteil. So ist er historisch gesehen auch Stadtkapitän der Königlichen Freistadt Eisenstadt und somit zuständig für die Eisenstädter Schützengesellschaft. Früher war dieses Amt verbunden mit dem Oberbefehl über alle uniformierten Verbände und Truppen der Stadt, darunter auch Polizei und Militär. Jetzt sorgt die Schützengesellschaft für einen ehrenvollen Rahmen von Feierlichkeiten und Veranstaltungen der Freistadt. Die Weinritterschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, offizielle Feste auszurichten. So fanden 2021 die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Zugehörigkeit Burgenlands zu Österreich statt. Ein eindrucksvolles Schauspiel internationaler Darbietungen der europäischen Ritterordensteile. Eidgenossen aus allen Mitgliedstaaten des Ordo Equestris Vini Europae. Nicht vergessen sollte man dabei den Ursprung der Weinritterschaft, den edlen Rebensaft, der für völkerübergreifende Freundschaft sorgt und somit Europa im Frieden vereint. Ich danke euch.
Wein wird rund um Eisenstadt schon seit mindestens 3000 Jahren ausgepflanzt. Am besten gedeiht er an den Südhängen des Leitergebirges. Hier liegen auch die Weingärten der Familie Tombor-Tinterer. Der Wein schmeckt dort am besten, wo er gewachsen ist. Und daher haben wir einen Wein aus diesem Weingarten. Einen gemischten Satz, den gibt es nicht nur in Wien, sondern auch hier im Burgenland. Danke. Gläser mit Familienwappen. Nein, das ist Ordenswappen. Das Ordenswappen. Ja. Sehr zum Wohl. Prost. Wir wollen uns nie berauschen, sondern wir wollen uns immer begeistern. Ich lege Wert auf wenig Alkohol und wenig Säure. Und damit haben wir die Chance, einen Wein zu bekommen, der gut ist. Und er muss 3 Kriterien erfüllen. Ein guter Wein muss munden, das heißt, alle sensorischen Ansprüche des Geschmacks, des Gaumens, des Geruches, der Farbe, aller Sinne erfüllen. Nicht? Weil die Sinne sind ja die Verbindung zwischen der materiellen Welt und unserem inneren Ich. Und wenn er mundet, dann muss er auch den medizinischen Aspekt erfüllen. Er muss uns wohl bekommen. Und wenn er das tut, dann wird er zur Freude anstiften. Und das ist ein guter Wein. In diesem Sinne. Prost. Prost. Der dichte Laubwald gleich oberhalb der Reben sorgt für ein optimales Klima im Weingarten. Früher war der Wald ein wichtiger Faktor zur Existenzsicherung der Bevölkerung. Heute ist er ein ideales Naherholungsgebiet und die grüne Lunge der Stadt. Der Wald war untrennbar mit der Stadt, das heißt mit den Häusern der Stadt verbunden, weil das waren die Energielieferanten, die Energiequelle, nicht? Und hier mitten im Wald ist auch eine Erinnerung, der heilige Hubertus, der hier von meinem Großonkel vor einigen Jahrzehnten hier als Scherenschnitt dargestellt worden ist. Ja, und hier sehen wir einen imposanten Grenzstein, unverrückbar, einige 100 Kilo schwer. Hier ist der fürstliche Hotter aus und hier beginnt der königliche Hotter. Die Patrizierwaldungen waren die ersten neben Fürsten, also eben, dann die bürgerlichen Waldungen hatten schon ein wenig Gefälle und dann hinunter ins Tal die bäuerlichen Waldungen. Aber es war alles eine Energiequelle für die Häuser der Freistadt. Eisenstadt war ein begehrter Standort des Adels. Dafür spricht auch das Schloss Eisenstadt, das früher eine mittelalterliche Wasserburg war. In der heutigen Form diente es als Residenzschloss der Fürsten Esterházy. Ja, Eisenstadt und das Schloss gehört zusammen. Es war ja auch vorher schon ein anderer Name drauf, also daher Schloss Eisenstadt. Und natürlich auch der Weinritterorden hat hier Bezug. Die ersten Stiftungsfeste sind hier in der Schlosskapelle abgehalten worden durch die Bischöfe Laszlo und Kostylecki. Und natürlich war dann die Tafel hier in der Weinhalle mit den riesengroßen Fass. Aber das ist alles schon Geschichte. Was heute noch uns mit dem Schloss verbindet, ist der historische Schlossherr Fürst Anton II. Esterházy, der in Ferdöd unten in Ungarn residiert und unser Vizekonsul für Ungarn auch heute ist. Beim Stiftungsfest, welches alljährlich im Weinmonat Oktober stattfindet, ist der Vizekonsul ebenso anwesend wie der oberste Schirmherr des Weinritterordens, Erzherzog Karl Habsburg-Lothringen. An die 2000 Eidgenossen und Eidgenossinnen aus rund 25 Ländern geben sich alljährlich die Ehre.
Dabei zelebriert man auch eine feierliche Ordensmesse im Dom zu Eisenstadt. Der Sakralbau wurde durch Reichsfürst Johann Siebenhirter zur Gänze aus Eigenmitteln errichtet. Siebenhirter, ein Amtsvorgänger des heutigen Magister Generalis, war damals Stadt- und Pfarrherr und vor allem Hochmeister des St. Georg Ritterordens. Die zweite bekannte Kirche der Stadt befindet sich am Oberberg. Hier ist das Mausoleum von Josef Haydn untergebracht, der an die 30 Jahre im Dienste der Fürsten Esterházy seine bedeutendsten Werke schuf. Die Heidenkirche, ein weiteres Highlight hier in Eisenstadt. Ja, Eisenstadt und Haydn gehört zusammen. Das ist der einzige Weltruhm neben den Wein dieser Stadt. Und ich habe hier persönlichen Bezug tatsächlich. Hier in dieser Kirche habe ich 1974 geheiratet und dann vor allem in der Gnadenkapelle wurde unsere erste Tochter Birgit Elisabeth getauft von Reichsritter Heinrich von Mehl. Das sind die familiären Bezüge und auch ritterlich war es so, dass wir posthum Josef Haydn nobilitiert haben am Sarkophag mit den Fürsten, mit dem damaligen Haydn-Festspiel Intendant. Also hier, dass nachgeholt worden ist, dass er nobilitiert worden ist. Nicht? Das ist das Besondere, die Beziehung hier. Somit ist Josef Haydn posthum zum Weinritter erhoben worden. So ist es. Gleich unterhalb der Heidenkirche findet man das alte Judenviertel, das ehemalige Handelszentrum der Stadt, in dem heute das Österreichische Jüdische Museum untergebracht ist. Ja, Symbol für das alte Handelszentrum, unser Judenviertel hier, welches früher in der Innenstadt war, um die Weigelgasse. Der Oberberg, wo wir hergekommen sind, war das Handwerkszentrum. Für die vielen Bauten des Fürsten war das hier das Handelszentrum. Und wie könnte es anders sein, auch wenn ich hier stehe vor dem Jüdischen Museum? Es war ein riesiger Weinkeller und hier war der Sitz des Weinhandels in ganz Europa bis hin später nach Amerika. Natürlich hat sich auch die Familie Tombor-Tintera mit Weinhandel beschäftigt, in ihrer Residenz in der Hauptstraße. Ja, wir sagen dazu Domizil. Das ist aus der Gründung der Stadt entstammend mit gotischen Teilen. Also der Hauptteil ist gotisch und ist seit ehedem in Besitz der Familie geblieben und über den Erbwege zu uns gekommen. Was sind jetzt die Herzstücke dieses Hauses, dieses Domizils? Da darf ich weiter bitten. Gerne. Hier sind als erstes zu nennen die Sitznischen, die eben typisch gotisch sind. Es hat zwei Funktionen gehabt. Die Kutscher haben hier die Pause absolviert, während oben die Herrschaften getafelt haben. Also das sieht man sonst nur in der Altstadt von Schopron, nicht? Die Figur in der Nische? Ja, der heilige Florian ist immer wichtig, dass die Häuser nicht abbrennen. Im Mittelalter waren das doch große Herausforderungen und die Stadt hat 3 große Stadtbrände miterleben müssen. Der letzte war 1904, wo alle Dächer abgebrannt sind. Seither gibt es die Feuermauern. Hier Eingang in das Gewölb. Das Eingang in das Gewölb ist ein Synonym, heute würde man sagen, in das Geschäft. Weil auch es war nicht nur Domizil, sondern es wurden hier immer Geschäfte getätigt im Erdgeschoss. Und in diesem Haus wurde 1984 mit 2-jähriger Vorlaufzeit der Europäische Weinritterorden gegründet, damals noch als burgenländisch-pannonische Weinritterschaft. Eben das war schon damals international ausgerichtet, weil Pannonien ist ein Begriff, der derzeit 6 Staaten umfasst. Von Ordenswappen gehen wir zum Weinarchiv.
Das klingt sehr interessant. Das ist deshalb bemerkenswert, weil in diesem alten Keller früher Weinwirtschaft betrieben worden ist, also nicht nur Weinbau, sondern Weinhandel. Und hier in diesem alten Kellergewölbe tagt einmal im Jahr die ritterliche Nobilität, wo die wichtigen Wahlen zum Senat, zur Ordensregierung stattfinden. Das heißt, in diesem Kellergewölbe, in diesem Hause ist der wahre Sitz des Europäischen Weinritterordens, der in 25 Staaten Europas vertreten ist. Ja, wenn wir in den Hof, in das Atrium schauen, kommen wir hier vorbei bei diesen schönen Drucken, die uns zeigen die Fülle des Herbstes, die Ernte des ganzen Jahres von der Natur. Und heute sind hier Weingarten, Pfirsiche und einige Äpfel. Nicht nur am Bild, sondern auch in der Natur. Vom eigenen Weingarten nehme ich an. Ja, natürlich. Ja. Also jetzt schauen wir weiter ins Atrium. Gerne. Okay. Das römische Wohnzimmer im Sommer im Freien. Ja, ich selbst bin seit 1972 persönlich verantwortlich für die Weinjahrgänge in unserem Hause, also 50 an der Zahl. Und jeder Winzer muss wissen im Geiste, wie soll der Wein schmecken, welches Produkt möchte ich aus meinen Trauben keltern. Was macht denn einen guten Wein aus? Reinheit. Wenn Unreinheit herrscht, also beginnend vom Unkraut im Weingarten bis zu einer dreckigen Flasche oder einem schlechten Filter und so weiter, hat man eine Minderung der Weinqualität. Nicht? Am Weißweinsektor habe ich zwei Favoriten, und zwar den Welschriesling und den gemischten Satz. Und beim Rotwein ist es so, dass wir nur eine Sorte haben, den Pinot Noir, auch adeliger Wein genannt, wegen der Lagerfähigkeit. Über 100 Jahre ist kein Problem. Daher ist unser Hauswein Rot nur ein Pinot Noir. Ich habe mir gedacht, ich bringe zwei Vertreter von Pinot Noir, einen Rosé 2019 und einen blauen Burgunder, wie besprochen, 2020. Im Sommer geeignet, eisgekühlt zu Fisch, reduktiv ausgebaut. Und eben reduktiv ausgebaute Weine verhindern nicht das Altern, nicht aber verlangsamen den Oxidationsprozess. Weingenuss ist wirklich einer der höchsten Dinge, weil sie ein Teil der Agape sind, nicht der heiligen Handlung mit Brot und Wein. Und der Wein soll der Gesundheit dienen, nicht nur der Wahrheit. In diesem Sinne. Prost. Das ist Weinwissen in allen Facetten, präsentiert in einem traditionsreichen Haus, das einige Überraschungen zu bieten hat. So befindet sich im ersten Stock Dankeschön. eine prunkvolle Säulenhalle im gotischen Stil. Sehr schön. Auch die Decke. Wirklich interessant. Ja, hier sind wir in der Empfangshalle des Hauses, vom Kamin beginnend, der in der Heizperiode mit einer gemütlichen Sitzgarnitur bestückt ist und hier Möglichkeit für die Hausmusik, das Klavier, Piano genau gesprochen und hier ein alter Jagdschrank voll gefüllt mit jagdlicher Bekleidung. Am Tisch liegen zufällig zwei Bücher, eines für die Jagd und das Hausbuch. Da werden in erster Linie die Begebenheiten im Hause eingetragen. Das ist, glaube ich, jetzt das 9. Buch, der 9. Band. Ja. Und auch eine Fußbotschaft von Karl von Habsburg. Eine kleine die Taufen, Prinzessin wurde geboren. Ja, die Taufen. Das ist eigentlich die Chronik, nicht?
Die adelige Herkunft der Familie geht auch auf die ehemaligen Fürsten von Siebenbürgen zurück. Daher verfügte der Kaiser von Österreich 1916 als König von Ungarn, dass die Familie Tombor fortan auch den Namen Rákóczi führen dürfe. Das ist der erste Regent in Fürstentum eigener Staat von Siebenbürgen, Sigismund, dann Georg I, Georg II und der berühmteste Franziskus Ferenc II. Das Wappenschild zeigt am ersten Feld rechts oben unseren Namen. Rak ist so alt, dass es auf Ungarisch und auf Slawisch Krebs heißt. Das bedeutet übersetzt die am Wasser Wohnenden. Und aus diesem Ursprung kommt der Name Rákóczi. Dann haben wir hier die Patrizierkrone, die Tradition der Freistadt Eisenstadt mit beinhaltet. Dann hier ist das Zeichen des Bestandes eine Steinrose und die Jagdtradition eben ein Hirschgeweih. Das ist eigentlich die Beschreibung, die Blasonierung unseres Wappens. Dann ist hier dann die Rangkrone, der Spangenhelm mit Halskleinod und oben dann die Adelskrone beziehungsweise der gepanzerte Arm mit einem gekrümmten Schwert. Im Laufe der Zeit erfuhr die Familie viele Nobilitierungen, Ehrungen oder Erhöhungen im Adelsrang. Zudem darf sich der Hausherr auch über die Verleihung namhafter Orden freuen. Da gibt es den alten Orden von St. Georg, dann gibt es den Stadtkapitänorden, den Senatsorden des Weinritterordens und auch den Orden von der Adelsrepublik Venetien, St. Marco. Und auch den päpstlichen Orden. Und es sei auch erwähnt, dass hier das Komturkreuz des Landes Burgenland hängt. Wofür bekommt man das verliehen? Ja, ich bin eigentlich schon seit den 70er Jahren in öffentlichen Funktionen tätig und dadurch wurde das zuerkannt. Nicht? Hier ist zum Beispiel auch der Champagnerorden, Chevalier de Champagne. Eng verbunden ist die Familie auch mit dem Hause Habsburg. Nicht zuletzt deshalb, weil Otto von Habsburg den Weinritterorden als St. Georgs Ritterorden in der 3. Ordensperiode legitimierte. Schließlich ist diese ganze Gegend etwas Besonderes zu sagen hat. Und der Freiheit, denn von da ab ist wohl das, Gegründet wurde der Weinritterorden ebenfalls hier in der Residenz, im Rittersaal des Weinarchivs. Einmal pro Jahr tagt hier der Senat, der innerste Kreis des Ritterordens. Die Mystik der Räumlichkeiten ist allgegenwärtig und animiert zur Meditation, beflügelt die Gedanken und öffnet den Weg zum Erkennen der Wahrheit. Neid ist der Schatten des Ruhms. Die Besiegung des Neides und die Verachtung des Hochmuts sind der Schlüssel zum Glück. Die besten Mittel gegen Hochmut und Neid sind Demut und Begeisterung.
So wie der Neid aus unglücklicher Selbstbehauptung entspringt, entspringt die Begeisterung aus glücklicher Selbstverlorenheit. Das Jenseits ist Herkunft und Hinkunft des Diesseits. Die Philosophie ist ein wichtiger Aspekt des Weinritterordens. Dominant ist aber eindeutig das gesellschaftliche Miteinander. Zahlreiche Veranstaltungen und Feste prägen den Jahreslauf. Kommuniziert werden diese im eigens dafür geschaffenen Medienpoint im Café Zentral. Hier wurden auch die Feierlichkeiten für das 40-Jahr-Jubiläum des Weinritterordens bekannt gegeben, das man 2024 mit zahlreichen Events beging. So errichtete man im Frühjahr in Bad Radkersburg nahe der slowenischen Grenze das erste Friedensdenkmal des Weinritterordens. Eine Plastik, gekrönt vom Gallus Pazis, dem Friedenskelch. Im Herbst gab sich dann Ordensprotektor Erzherzog Karl Habsburg-Lothringen beim Stiftungsfest persönlich die Ehre, um Alfred Rákóczi Tombor-Tintera für seinen Einsatz zu danken und für sein Lebenswerk zu ehren. Dass es ein derartiger Erfolg werden würde, der wirklich sich international auswirkt, das war auch für mich eine extrem positive Überraschung. Man sieht natürlich, wie tief praktisch die Kultur des Weines wirklich die europäische Seele ausmacht. Das wusste der Gründer Alfred Rákóczi Tombor-Tintera zu nutzen, um Europa in Frieden und Freundschaft zu einen. Er ist ein sehr guter alter Freund von mir und er hat mich immer wieder überrascht mit den hervorragenden Ideen, die er hatte und mit der Möglichkeit, sie umzusetzen. Und er ist eine ganz, ganz fantastische treibende Kraft dahinter. Es hat sich eigentlich nichts geändert seit der Gründung. Die Philosophie für Freiheit, Freundschaft und Frieden ist gleich geblieben. Und die Ausformung mit dem edlen Wein, die Freundschaft international zu festigen, das ist ein wunderschöner Auftrag. Wer miteinander spricht, miteinander trinkt, führt keinen Krieg gegeneinander. Möge es weiterhin so bleiben, denn die hehren Ziele des Weinritterordens sind das Bindemittel des Friedens in Europa. Ein Europa, geeint in Freiheit, Freundschaft und Freude, in honorem Dei et in honorem Vini.